herrlich. Schönes Österreich, das schöne Thomatal. So ruhig und friedlich. Was machen wir hier heute? Wir driften! You know I never will make it by. And I can't breathe if it isn't you and I. And I won't make it without you by my side. I can walk, can't stand, can't talk, can't fly without you. I'm so lost without you. Ja, ich bin ja noch nie gedriftet in meinem Leben. Und ich habe echt Angst, dass ich mich jetzt hier voll blamiere. Vielleicht kann mir das mal irgendjemand zeigen. Entschuldigung. Jo. Kannst Hallo? du zufällig driften? Weiß nicht so recht. Schauen wir mal. Mit dem Fahrzeug vielleicht wird es gehen. Würdest du mir das vielleicht mal zeigen? Ja, dann setze ich mal rein. Ich setze mich daneben auf. Okay. Jetzt habe ich den Profi hier neben mir sitzen. Ja, aber jetzt ganz ehrlich, was ich bis jetzt gesehen habe, nicht schlecht. Also jetzt bin ich mal gespannt. Aber so wie ich mich kenne, versau ich jetzt komplett. Es ist immer so, bei mir der Vorführeffekt, wenn ich jemanden neben mir sitzen habe, dann ist alles vorbei. Na, jetzt warst du die erste Runde mal ein bisschen mit Bedacht und dann gehen wir mal vielleicht Okay. ein bisschen mehr umsauen. Geil. Der Herr sagt wahrscheinlich, wenn es losgeht, oder? Hast du etwa schon Angst? Ganz leicht, aber wir haben ja weiche Schneewände außen, also das sollte ja soweit klappen. Hast du auch mit Schneedriften angefangen? Als du Ja, so das also- erste Mal gedriftet bist in deinem Leben? Ganz ehrlich gesagt, natürlich haben wir da hauptsächlich im Winter, wo ich eigentlich angefahren habe, haben die Fahrzeuge natürlich etwas viel weniger Leistung gehabt. Die Winterreifen waren sehr schlecht und die Winter waren noch geiler, also da hat man sehr viel lernen können. Also damals. Winter war noch geiler. Ja, noch da haben wir geiler also, als das. Ja, schon, aber da haben wir das, was hier war, eben war wirklich geboten. Okay. Wir haben Fahrzeuge gehabt, wo etwas weniger Leistung gehabt haben. Aber Der ich Kollege- will mir das anschauen. Der Kollege gibt gerade das Go. Ach so, das müssen wir natürlich auch machen. Jo, das hilft auch ungemein. Ja, neben Mio schauen, du schaust nach vorne bitte. Läuft. Ja, das ist jetzt der Boss. Das war ja gerade mal die erste Kurve. Ja, aber das erste Mal warst du auch nicht auf Eis und Schnee, oder? Doch, Ah? das ist das erste Mal, ja. Du bist ja angeschnallt, ne? Ich habe auch noch einen 6-Punkt-Gurt. Nee, brauchen wir nicht. Außen weichen Powder außen. Okay, also wenn man das dazwischen. Du bist kein guter Beifahrer, kann Doch, das sein? bin ich schon. Also ich bin sogar schon auch im Rallye-Weltmeisterschaftslauf als Beifahrer. Echt? Ja, also weiß ich Oh schon. Gott, das könnte ich nicht. Doch. Da würde ich, glaube ich, mich nur übergeben alle 3 Minuten. Nee, man muss ja vorlesen, wo es links geht. Ja, aber bis jetzt Hut ab, läuft. Sind wir zufrieden? Das heißt ja schon mal was. Schön am Lenkrad. Läuft. Ah, Ja, aber Hut ab, du machst das wirklich gut. Dankeschön. Ja, es macht auch echt Sinn, das hier so oft zu üben, wie es geht, weil jetzt so die erste Runde, die war ja total schlimm für mich. Aber wenn man das jetzt schon so ein paar Stunden gemacht hat, dann weiß man auch schon so langsam, wo das Auto hingeht. Genau, was halt wirklich sehr wichtig ist, ist ja das auch, was man jetzt hier macht, wenn das Fahrzeug ins Schleudern kommt. Das ist ja. Ah, die... Ja, passt schon. Aber es ist ja so, wenn jetzt das Fahrzeug ausbricht, das ist ja das, wenn man jetzt im Asphalt, natürlich geht das wesentlich schneller, aber hier lernt man die Fertigkeit, Gegenlenken, in dem Moment muss das passieren, jetzt muss man das machen. Genau. Und von dem her ist das also sehr, sehr gut, wenn man das eigentlich hier so übt und ja, also das ist schon mal sehr positiv. Aber Hut ab, dass du dich schon mal bei einer fremden Person traust, ins Auto zu setzen, weil das traue ich mich nicht. Also einen kleinen Blick vorher habe ich natürlich schon gehabt, weil das Auto fällt ja auch wirklich. Also was hier so abläuft, und das ist also bis jetzt immer sehr zügig und von dem her. Hier lang? Ja, fahren wir noch eine Runde. haben wir Okay. noch. Eine schauen wir noch. Hältst noch eine durch. Eine halte ich noch. Na, bis jetzt also bin ich sehr positiv überrascht. Das ist auch ehrlich gesagt das erste Mal, dass ich komplett mit ohne Hilfe fahre bei dem Auto, also mit ESP und alles aus. Okay. Ja gut, aber es ist eben hier, es ist zwar trotzdem nicht die Aufgabe, dass man jetzt rausrutscht oder so, aber es ist also, soweit ja hier eben die Möglichkeit, so ein bisschen mit dem Gas und mal drauf und ja,
Leben. Ah, Mann, jedes Mal diese Kurve hier. Ja. Also ich fahre sehr viel privat. Aber nicht so. Bergpässe und so. Nein, so fahre ich sonst nicht. Okay. Ich sage ja also sonst auch Mithilfe. Aber ich fahre gern Bergpässe ganz viel und ja, da kann man auch immer schon mal so ein bisschen Kurvenfahrten üben. So, also wie ihr gehört habt, ein Range Rover hat sich schon festgefahren. Aber hier, ich fühle mich absolut sicher noch. Noch? Also ich finde die Kurve so zu halten, das ist das Schwierigste. Also in diesem Drift so zu bleiben. Ja gut, das ist natürlich auch so, dass das hier auf dem glatten Teil schon ein bisschen schwieriger ist, aber wenn es läuft, läuft. Wolltest du meine Runde drehen? Nein, ich drehe nicht. Nicht? Nein, weil ich das nicht besser kann als wie du. Du machst das Oh, ich würde das ja schon mal gern sehen. Also beim besten Willen nicht, das funktioniert ja überhaupt nicht. Du machst das sehr, sehr gut. Das ist, von dem her muss man das mal ganz ehrlich sehen, wenn jetzt du 5000 Runden fährst, also wenn es dann nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Aber es ist also schon sehr, sehr zügig, was hier so abläuft. Man muss das auch mit so einem Fahrzeug machen und ja, gut ab. Oh, da wird einem ja schon warm, ne? Nach so vielen Runden hier. Ja, es ist ja von dem her auch, also es ist ja Sportmotor, selbst wenn der Motor mit dabei ist. Es ist also schon sehr viel mit Sport verbunden. Jetzt, wenn man das so beim Rallye-Fahren, auch wie bei mir, wo in der Weltmeisterschaft, da muss man Jetzt schon... drehe ich mich. Es ist also auch schon mal sehr positiv zum Sagen, wenn Sie es vorher schon, Ja. bevor es losgeht, dann hat man sehr viel Gefühl. Als wie dann, oh, was ist jetzt passiert? Wieso hat es mich jetzt gedreht? Ja. Ja, nein, das ist ja super. Also eine fahren wir noch, jetzt bringen wir noch eine schöne Noch eine? Sahne-Runde hin. Auf jeden Okay. Fall. Jetzt machen wir es aber. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. So, jetzt einmal durchbeschleunigt auf. Oh, doch nicht. Doch nicht. Okay, jawohl. Da vorne parkt auch Müsste ich jemand. jetzt hier besser bremsen oder? Ja gut, also es ist ja so, optimale Bremsung ist voll in die Eisen. Jetzt hauen wir voll rein, ABS, Vollgas, Vollgas. Genau, merkst du, es geht was. Ja, nicht viel, aber... siehst, also ich sehe an dir, dass der Untergrund sehr rutschig ist, weil ansonsten würde bei einer Vollbremsung mit dem Fahrzeug auf Ja. dir würden deine Haare nach vorne gehen. Dass ich Und das gar nicht Auto mehr sehe. steht. Ganz genau. Und Ah. das ist so. Es wäre jetzt eben ganz ehrlich gesagt zum Driften hier, wäre es auf jeden Fall geiler, wenn man einen Schalter hätte, weil sollst du zu weit kommen beim Driften oder sowas, dann kannst du das Kupplungspedal treten, dann Okay. fängt er sich noch mehr, dann tust du ein bisschen leichter. Ah, okay. Was natürlich jetzt hier mit PDK und alles natürlich schon auf der Rennstrecke geiler ist, weil du dich mehr aufs Fahren konzentrieren kannst. Genau. Auch die paar Zehntel herausgeholt werden durch das schnellere Schalten, was man eigentlich sonst drauf hat. Aber so fürs Driften, muss man ganz ehrlich sagen, für mich persönlich Schalter auf jeden Fall bestens. Also würdest du jetzt auch in dem Fall mit Tiptronic fahren, also Nein, mit das, den Pedals? das jetzt überhaupt nicht. Nein, es geht darum, dass du das Kupplungspedal Ach so, treten okay. kannst. Sobald es dich ja dreht, würde ja eben halt das Fahrzeug sich ja drehen. Als wenn du die Kupplung trittst, dann ist der Kraftschluss weg. Ja. Und dann ist das Ganze entkoppelt und dann tust du wieder rein. Ah, okay. Also ja, von dem jetzt her muss hast du er... jetzt halt wirklich nicht das einfachste Fahrzeug rausgesucht, aber für das muss ich ganz ehrlich sagen, das Einzige, ist sehr was gut. ich habe dafür. Ah, es hätte mich jetzt schwer verwundert, wenn mehrere von diesen Teilen hier zu Hause hätten. Ich habe mir jetzt noch einen R8 RWS bestellt, also Heckantrieb. Und ich habe schon beschlossen, dass ich nächstes Jahr damit wiederkomme. Okay. Dann Weil es mir freue so ich mich Spaß auf jeden Fall. gemacht hat. Okay, das freut mich auf jeden Fall zum Hören. Es sind also zeitweise sogar bis zu 40 cm Eis. Das Krass. hat alles, der mit seinem Traktor alles aufgetragen. Wow, Wahnsinn. Wow, So, jetzt okay. haben wir die Kurve ein bisschen geschnitten, was nicht unbedingt ein Nachteil ist. Sehr schön. Ja, Sophia, super, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin absolut positiv überrascht. Du machst das sehr gut, aber ich muss mich Dankeschön. natürlich auch wieder um die anderen Gäste. Ja, es hat mir echt Spaß gemacht, meinen Profi dabei zu haben. Genau, und der ist also nicht nach der ersten Runde ausgestiegen, war ein bisschen länger da, weil es wirklich Spaß macht. Also ich kann es wirklich sagen, sie macht ihren Teil sehr gut. Das ist schon mal ein super Kompliment für mich. Vielen, vielen Dank. Und es ist auf jeden Fall nicht das einfachste Fahrzeug, was sie hörst. Jetzt fahre ich wieder hier lang, ne? Genau, Ja, vielen, vielen Dank, Niki. bitte gerne. Ich hoffe, du hattest nicht allzu große Angst bei meiner schlimmen Das Fahrt. passt alles, das passt alles. Also, ganz ehrlich, So. keine schwitzigen Hände, sie zittern zwar leicht, aber Ich habe nur ansonsten- zwischendurch mal so ein Zucken gesehen, aber Ja, es sonst- waren schon so 2, 3 Momente, wo ein bisschen so, aber es läuft. Es läuft, es ist wirklich sehr gut gemacht. Gratulation, dir, weiterhin Dankeschön. viel Spaß und Ja. nicht übertreiben. Ne? Nee, ich gebe mein Bestes. Auf jeden Fall. Toll. Ciao. Ciao. Und wie schlägt sie sich? Gut. Ja? Also ganz ehrlich gesagt, sie macht einen super Job. Ich habe es aber schon ein paar Mal erwähnt. Es ist eine nicht die einfachsten Bedingungen. Das Fahrzeug ist auch nicht das einfachste. Ja. Schalter wäre vielleicht ein bisschen einfacher noch, aber toi toi toi. Kann es nur empfehlen, wer mitfahren will, einsteigen. Dann einsteigen, Leute. Ich
glaube, für mich war es das heute. Der Tag ist jetzt auch vorbei. Die letzte Gruppe dreht jetzt nochmal ihre Runde. Ich muss sagen, es ist echt sau anstrengend, macht aber saumäßig Spaß. Und ja, man kommt auch ganz schön ins Schwitzen. Deswegen ist für mich heute Schluss und für die anderen denke ich mal auch. Es war echt ein mega geiler Tag. Also wie gesagt, ich kann es euch nur ans Herz legen, Leute. Macht sowas auch mal, wenn ihr die Möglichkeiten habt. Macht so ein Drifttraining mal mit. Auch hier vom PFF so ein Drifttraining. Da können auch andere mitfahren, die jetzt keinen Porsche fahren. Wie gesagt, die fahren auch BMWs, Audis, alles Mögliche mit. Es ist super geil. Der Parcours ist super geil. Der macht total Spaß. Man hat hier 6 Stunden Fahrzeit heute gehabt. Und es war für mich persönlich schon fast zu viel. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ja, ich höre jetzt auf. Genug gesagt. Leute, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht beim Zusehen. Ich danke, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr es nicht gemacht habt, dann vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Da geht's schon wieder los. Wir machen uns wieder auf den Heimweg. Bis zum nächsten Mal. Ciao. I lost my way. I can't